defeated one of the saintly seven. Mal sehen, ob die Rosaile jetzt überzeugt sind von Frederica und dem Haus Wolford. They did all that to free us? Can we really leave? No one's going anywhere! You defy the goddess, you die! Ah! Not while I still stand. Oh. Frederica! Are you all right? I'm fine. It's only a scratch. Ja But gut, we have to plant the explosives on the das kommt statue while we durch still die... can. Ich würde sagen, das kommt dann durch die ganzen Schlachten, die sie gekämpft hat. So nach dem Motto, ich weiß, wie ich mich bewegen muss, damit mich diese Klinge nicht umbringt. Lady Frederica, why are you doing all this for us? Because you do not deserve to be treated like this. But our people are sinners. We coveted salt, and in doing so plunged Norzelia into an age of blood and chaos. Es ist traurig, dass sie das so No, richtig that is glauben. a lie concocted by the goddess's teachings. My mother left me records of the truth. Our ancestors came to Norzelia to stop the ceaseless wars to control the source, to save its people. They excavated a giant pillar of salt from beneath the very earth, with the intention of dividing it equally among all. They were wise, and compassionate, and selfless. Then, we have nothing to atone for? Truly? Also abgesehen davon, dass sie halt, ja, ne? So falsch, ein bisschen gegen die Politik von Heissands waren. Nothing. You are free of sin. Wie die NPCs alle gleich You are aussehen. free. Also sie haben schon so, also ich sehe 5 verschiedene Rosaile-Charaktermodelle, aber ja, sie tragen alle das gleiche. In dem Fall gibt das sogar Sinn, weil sie wurden mehr oder weniger als Sklaven gehalten. Your mother, Lady Orleia, kept our people's history. If you say this thing is true, then it is true. But it is also true that Heisands would never allow us to be free. We know. That's why we want to take you somewhere else. Somewhere Heissands holds no power. Your people's homeland, Centralia. Mal sehen, ob das Together, funktionieren I'm wird. certain we will reach it. The explosives are set! There is nothing left to fear, and I shall prove it to you. Oh, darauf bin ich jetzt gerade gespannt. Auch auf die Animation. The statue! You blew her up! Oh, Lady Orleia, your dream has finally come true. Aber die Statue ist noch nicht komplett eingerissen. Look. The goddess that ruled you is nothing but a pile of rubble. And even if the goddess did exist, she would never force people to live like this. Ja, okay. Das ist ein fairer Punkt. Everyone has the right to choose their own path based on their own convictions. That is what it means to be alive, to be human. Was wolltest du auch gerade fragen? To be human. Rise up. Come with us to Centralia. I'm going. I'm going with Lady Die Statue Frederica. steht noch, ja. As am I. What Ich is auch there left erwartet. to fear? Vor allem, weil da das Steinsalz ja drunter sein soll. There's somewhere we belong out there, somewhere we can be free. We have to find it. To our homeland. To Centralia! Everyone make for the harbor. We'll sail down the river and then...
Und das war jetzt wohl das... Nee, es ist noch nicht das Ende von Kapitel 19. How did you fare at the harbor, Eredor? Just fine, my lord. Got the Rosaile safely boarded on our commandeered vessel, and set Elfric upon the rest of the ships. Perfect. You did a fine job rallying the Rosaile, Lady Frederica. Oh ja, das war echt eine sehr schöne Rede, muss man sagen. We aren't done quite yet. Not until we are all safe upon Centralia's shore. True, but we've overcome a major hurdle. That is something to be proud of. I'm sure Lady Orlea would say the same. Thank you, Gila. Your words touched me too, Frederica. Oh. I am proud to fight for the Rosaile's freedom and for their future. I could not have done this without you. Thank you. You needn't thank me. What sort of husband would I be if I did not do everything in my power to aid my wife? Serenoa! Forgive me. Sehr, sehr schöne Szene. I should not have called you husband when we are not yet wed. I only hoped it would help the Rosaile trust me. Don't apologize. I liked the way it sounded. If anything, I should be the one making amends to you. I've given you no wedding, not even a ring. What need have I of either? Though... there is something I wish to give you, if you'll have it. Oh. Your mother's pendant. But it is so precious to you. That is why I wish you to have it. I will treasure it always. I promise you, whatever happens, I will never regret choosing this path. Nor will I, my love. Come, we must make haste for the harbor. Once we reach the Great Falls at Norzelia's southern tip, we will be safe. Das war eine extrem schöne und extrem süße Szene, muss ich sagen. Ich hoffe, niemand von euch hat deswegen jetzt Diabetes bekommen, so süß wie die Szene war. Aber ja, diese Szene war echt wunderschön, muss ich sagen. So ein bisschen muss ich jetzt auch aufpassen, dass mir dabei nicht so ein ganz kleines bisschen die Tränen kommen. Ja, ich geb's zu. Geb's zu. So, ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt eine Pause einlege oder später. Na komm, machen wir noch weiter. Wir machen noch weiter. Erstmal. Schauen wir uns mal an, was uns da jetzt so erwartet. Frederica, Serenoa, and the others help the Rosaile break out of the source and flee Heissands by ship. Okay, ja, das war der Hafen von Heissands. The harbor is engulfed in violet flames when the Elfric explodes, destroying the remaining vessels and any chance the Heisantians had at pursuing them. They sail down the Norzelia River, heading for the Great Falls deep in the Folk's domain. From there, they will journey south in search of the Rosaile's ancestral homeland, Centralia. Letztes Kapitel, die Freiheit so nah. Letztes Kapitel, Leute. Es wird langsam ernst. Obwohl, es ist eigentlich schon länger, aber egal. Minister Idor, the Rosaile have revolted. I am aware. I hear they destroyed the statue of the goddess. How's Wolfort's doing? They've stolen a ship and fled the capital. Ach, sowas würden die doch nie embroiled tun. in battle with the S. Frosty near the Glenbrook border. I cannot reach either Minister Lila or Minister Kamsell. There's nothing we can do to...
Ja, ich glaube, ich habe auch so eine Ahnung, was mit denen passiert ist, I ne? shall go after them. Oh. Wolfwoods and the Roselle have made a mockery of our goddess. Such blasphemy cannot go unpunished. But we've no ships, and you'll never catch them if you go over land. Perhaps not with an ordinary horse, Oh. but they will not escape. They are about to witness the true might of the goddess. Oh. Okay, damit haben wir auch unser Final Boss. Es ist Idor. Der dem Hierophanten am nächsten steht. Oder wohl am nächsten steht. Naja, sehen wir uns erstmal die Charakterepisode an. Corentin hat ein wenig über den Durst getrunken, doch bei seinen eismagischen Forschungen scheint es Fortschritte zu geben. Dann sehen wir mal an, was Corentin so uns so zu sagen hat. Das war ja der Charakter, den wir bekommen haben. What's so urgent you can't let a man sleep? Also, das war ja der die, sag ich jetzt mal, Forschungsrestriktionen von Heissands, die Einschränkung eher gesagt, dass er die nicht so wirklich akzeptieren wollte und konnte. Der eigentlich frei forschen wollte und das Haus Wolford hat ihm dann genau das gegeben. Nothing less than the completion of my groundbreaking research, Eridor. Übrigens fällt mir gerade ein, ich sollte den Titel vielleicht auch mal ändern. In letztes Kapitel. Denk mal, das ist, kann man schon machen. Forschungsprojekt. Forschungsdurchbruch, aber was für ein Forschungsdurchbruch denn? Indeed it is. I've managed to thermodynamically stabilize the quasi-liquid film forming on the surface of the... Yes, I've heard all that. Now tell it to me in words a man can understand. Right. Well, in layman's terms, I have created ice that never melts. See how Ooh. simple... Did you say ice that never melts? That's mighty impressive and all, but what actual good does that do anyone? My dear, sweet, simple Eridor. We can use my creation to forge weapons with no need for iron. Oh. Sounds useful, if it works as you say. But how's the durability? Silly soldier. Do you take me for a fool? Of course I tested their durability. Worry not. A prototype shall arrive shortly. I bid you try it out for yourself. Oh. For better or worse, you're the most experienced soldier I know. And so I'd have you handle it first. Das klingt nach einer ganz schönen Sounds big and Ehre. important. I reckon I'll take you up on it. What news? Surely it's finished by now. Afraid not. I come bearing unfortunate news from the smithy. It seemed plenty sturdy at first, but shattered the moment he took a hammer to it. Es ist halt immer noch Eis, ne? He says it has a long way to go before it can be used in place of iron, I'm afraid. Preposterous! My calculations were impeccable. Ich finde es auch super, dass sofort die traurige Musik vom Spiel anfängt zu spielen. Surely I have not forsaken my homeland in pursuit of a fool's errand. That's all a bit dramatic, isn't it? You can't have a breakthrough without breaking a couple of ice blades. You know what'd wash away all that pain? A nice cold glass of spirits. Spirits? That's it! That unmelted ice of yours could chill him forever, could it not? Eridor und seine Prioritäten. Groundbreaking indeed. This invention of yours could still take the world by storm. Also die Wirte der Welt können sich darauf And I freuen. reckon the army'd have use for it as well. It'd keep our rations from going off. Stimmt. Weapons be damned. You've done very important work. The fact remains that my calculations were in error.
so forgive me my reluctance to. Less sulking, more drinking. You succeeded, haven't you? Right then, this'll be my treat, and I won't be turning in till you do. Very well. Scientific breakthroughs never come easily, I suppose. Perhaps my next experiment shall be seeing how many rounds my everlasting ice can chill. Right then, to the encampment with us. 'Tis time for a drink or three. That's the spirit. Just promise me I won't have to haul your drunken ass home this time. Oh mein Gott, ich fand diese Unterhaltung gerade so großartig. Auf eine ganz andere Weise als die Unterhaltung zwischen Sarah Nora und Frederica natürlich, aber wie gesagt, auf eine ganz eigene Art und Weise großartig. Und wisst ihr dadurch, dass wir ein neues Kapitel erreicht haben, werden wir uns jetzt auch erstmal hier ein bisschen wieder, wollte schon sagen, vergnügen. Wir werden hier auch mal ein bisschen aufstocken. Und wir haben ja noch eine Ehrenauszeichnung bekommen. Wir können keine Ehrenauszeichnung mehr einführen. Wem geben wir denn eine Ehrenauszeichnung? Teiltes Leid finde ich halt immer noch nicht so gut, um ehrlich zu sein. Plus bei Annäherung. Aufräumen. Voller Galopp, das kennen wir ja schon. Glücksfall. Gesund und mobil. Refugium. Das ist stark. Für Flanagan. Er ist ja relativ tanky. Der hat recht stark auf jeden Fall. Na komm, geben wir dem Ehrenauszeichnung. Der dann zum Falkengardist wird. Dann hat er jetzt auch Refugium gelernt. So, wenn ich richtig im Kopf hatte, dann hatten wir hier auch noch für 2 Leute Materialien für ihre nächste Waffe gekauft, oder? Ja, anscheinend ja nicht. Außer Bauer, hochwertiges Holz, nehmen wir mit. Und Julio bekommt mehr Die Sache ist, ich greife mit ihm halt kaum an. Die Frage ist, für wen können wir jetzt noch Stufe 3 Waffen kaufen? Whether weaker. Ich meine, wir werden sie wahrscheinlich sowieso im Kampf benutzen. Da brauchen wir Schafsleder. Schafsleder. Milo wäre vielleicht noch eine Idee. Love. Mein Jens werde ich an diesem Punkt nicht mehr benutzen, denke ich. Also Schafsleder und eine exotische Blume. Das waren auf jeden Fall die 2 Sachen, die wir definitiv kaufen wollten. Für Milo und für Frederica. Archibald. Oh. Mehr Leben oder mehr Präzision? Geben ihm mal ein bisschen mehr Präzision. Milo bekommt dann ihre neue Stufe 3 Fähigkeit. Wir brauchen insgesamt 3 Garn. Erstklassigen Garn. Weil ich will den Leuten in der letzten Reihe dann immer ihre
ihre finale Fähigkeit geben, wenn wir die schon haben. So, dann ist jetzt die Frage, was machen wir mit dem Rest? Wir können halt... Wir werden mal ein bisschen hochwertiges Gestein für Gela kaufen. Und wir werden mal ihre Waffe dann, denke ich, auch verbessern. Warte, aber was braucht Gela? Da hab ich gerade nicht nachgeguckt. Bei Gela werden wir definitiv im letzten Kampf benutzen. Ich glaube, da besteht kein Zweifel. Kometensplitter. Kometensplitter und erstklassiges Gestein. Wo haben wir es denn? Kometensplitter. Dann können wir auch noch hier irgendwas kaufen. Können wir uns ja mal gleich ansehen. Erstklassiges Gestein. 2 Stück. So, dann haben wir hier Gela. Belebt einen Gefährten. Oh. Ja, ich sehe, warum das Spiel das sehr stark ansieht. So, dann haben wir jetzt noch für eine Person die Fähigkeit, die Waffe auf Stufe 3 zu heben. Komm, sie hat mir bis jetzt so gute Dienste geleistet, Esana. In den letzten Kämpfen. Die sollte auch dafür mal belohnt werden. Das war der Zweig. Der göttliche Zweig. Ah, das ist auch dieselbe... Das ist auch derselbe, womit man auch nachveredeln könnte. Also ein erstklassiges Holz und ein erstklassiges Gestein. Ich glaube, davon sollten wir noch beides was kaufen können. Klassisches Holz und erstklassiges Gestein. Dann haben wir nur noch 1700. Und geben ihr dann noch die schöne Fähigkeit hier unten. Ich frage mich, ob Hosse Bauer im letzten Kapitel dann auch noch, die hat keinen Auftrag. Damit habe ich nämlich noch damit habe ich nämlich gerechnet. Und dann werden wir den Rest natürlich wie immer für, zum Glück habe ich das hier noch gesehen. Entgiftung Pastillen werden sehr nützlich werden auf jeden Fall. Oh. Die Truppen von Heissands haben sich aber ganz schön weit vorgekämpft gegen Aesfrost. Da bin ich mal gespannt, wie das sich dann entwickelt. So, aber bevor wir dann in den letzten Kampf des Spiels gehen, werde ich noch eine letzte Pause für Triangle Strategy machen. Denn wir sind der Freiheit sehr nah und schauen wir dann, dass wir sie gleich erreichen werden. Und das werden wir dann